Wie können wir für die Vollzeitcamper Colette und Axel ihr gesamtes Camping-Equipment sowie Sommer- und Wintersachen im kompakten V339 so verstauen, dass alles griffbereit, praktisch und sicher verstaut ist? Genau dieser Herausforderung widmen wir uns in der heutigen Folge der Community Edition von Einfach clever organisieren. Die Schränke haben sich mittlerweile geleert und jetzt sieht man noch mal viel mehr, wie viel Stauraum hier wirklich ist. Wir haben ganz viele Schränke oben, unten, Schubladen, Seitenschränken. Vielleicht könnt ihr euch noch hier an diese Schublade erinnern. Da war vorher ein fester Besteckkasten, der aber nicht wirklich sehr viel Flexibilität geboten hat. Solche Schubladeneinsätze sind an sich ganz praktisch, denn sie passen perfekt in die Form rein. Allerdings geben sie uns nicht wirklich viel Flexibilität. Für einen Anfänger ist es eine tolle Sache, aber als Profi oder wenn man ein bisschen mehr organisieren möchte, kann man zum Beispiel auch auf modulare Sachen gehen. Hier hat man dann verschiedene kleine Körbchen und Einsätze in den verschiedenen Größen. Das Tolle bei denen zum Beispiel ist, dass wir sie ineinander klicken können und dadurch natürlich auch während der Fahrt die Sachen nicht sehr verrutschen können. Bei solchen Besteckorganisern ist das Tolle, dass sie hier so ein bisschen angeschrägt sind. Das heißt, wir können wirklich den Platz noch mal maximieren, da die ganzen Sachen diagonal eingelegt werden und man nutzt hier wirklich die komplette Tiefe der Schublade aus. Statt einem großen Modul haben wir jetzt viele kleine einzelne Kästchen. Das hat den Vorteil, dass die Ordnung wirklich flexibel ist, denn unser Leben bleibt ja nicht immer gleich, sondern im Laufe der Jahre haben wir ganz einfach andere Bedürfnisse und andere Herausforderungen. Das sieht so schön aus. Ich liebe es, wenn Dinge Sinn machen. Und vielleicht könnt ihr euch hier noch dran erinnern. Gewürze in all den verschiedenen Größen, Farben und Formen. Und wenn sie dann so auch noch rumstehen, bei der Fahrt werden sie definitiv nicht an ihrem Platz bleiben. Aber dafür habe ich eine Lösung. Einheitliche Gewürzdosen. Diese sind außerdem dunkel aus Metall. Bedeutet, es kann kein Tageslicht reinkommen. Und noch ein ganz besonderer Hack ist, diese kleinen Teile könnt ihr ganz einfach überall an die Wände von eurem Wohnmobil kleben und dann hier ganz einfach die Teile reinmachen und so sind sie sicher verstaut, auch während der Fahrt. Und sehen diese Aufkleber nicht stylisch aus? Findet man ganz oft online als einzelne Sets bereits zu kaufen. Ne? Und das hilft natürlich A, zum Wiedererkennen. Und wenn man keine schöne Handschrift hat, kann man ganz einfach so einen schicken Aufkleber nehmen. Die Gewürze, die jetzt nicht nur schöner aussehen, kommen nicht wieder in den Schrank, sondern an die Wand. Denn hier oben haben wir noch einen kleinen freien Platz und da können wir die ganz einfach befestigen. So, dann geht es jetzt ans Einsortieren. Sehr schön. Oh, alle Gewürze sind verstaut und somit haben wir hier oben ein bisschen mehr Platz gewonnen. Denn hier haben wir uns nämlich extra Stauraum geschaffen. Gerade beim Camping sind wir natürlich draußen in der Natur. Und da ist es besonders wichtig, dass wir offene Verpackungen immer wieder gut verschließen, damit keine ungewollten Ungeziefer oder sonstigen kleinen Tierchen hier drin ihr Zuhause aufschlagen. An diesem Beispiel sieht man das ganz gut. Hier ist nur noch ein ganz kleiner Bruchteil in der Verpackung drin, aber es verbraucht noch immer sehr viel Platz. Im Gegensatz dazu haben wir diese kleinen Beutelchen, die man immer wieder verwenden kann. Und hier, sobald das leer ist, verbrauchen wir keinen Platz und sie sind auch ganz besonders leicht. Sie sind außerdem luftdicht verschließbar. Wenn wir mal eine neue Müsli-Packung gekauft haben, gibt es die ganz natürlich auch noch in größeren Größen, sodass wir immer den richtigen Beutel haben, je nachdem, was wir darin verstauen möchten. Als nächsten Schritt würdet ihr die Sachen dann noch kategorisieren. Dafür benutze ich kleine Boxen. Hier haben wir eine Box nur mit Zucker, Süßen, Cracker, hier zum Beispiel nur für Frühstückssachen, Snacks oder Tees. Wenn wir uns dann zum Beispiel draußen hinsetzen möchten zum Frühstücken, können wir ganz einfach die ganze Box mitnehmen, mit raus an den Frühstückstisch und wir haben alles griffbereit für einen entspannten Start in den Tag. Bevor ich mich weiter um die Lebensmittel kümmere, habe ich noch ein kleines Sonderprojekt. Denn der Wagen ist ja so schon richtig toll, aber wir können noch mehr rausholen, indem wir weitere Bretter installieren. Hierfür habe ich mir ganz einfach im Baumarkt ein solches Brett zusägen lassen und damit werden wir hier die Höhe besser nutzen können. Denn oftmals kann man ja nicht bis ganz nach oben stapeln. Ziel ist, hier unten schwere Sachen zu lagern, wie zum Beispiel Milch oder andere große Flaschen. Yes!
Oh, ist das schön. Wir haben eine weitere Ebene, somit wieder mehr Stauraum. Oh, schön. Das wird so toll. Ich bin so gespannt, was die beiden sagen werden. Ja, wir haben auf alle Fälle wieder viel mehr Stauraum hier gewonnen. Aber die Schränke müssen noch fertig eingeräumt werden. Das mache ich jetzt. So, jetzt nur noch die Nahrungsergänzungsmittel und die Medikamente wegsortieren und dann sind wir mit der Küche fertig. Leider bleibt es nicht aus und wir werden manchmal krank, wenn wir auf Reisen sind. Deswegen empfehle ich auf jeder Packliste eine ordentliche Reiseapotheke, so wie wir sie hier bei Colette und Axel finden. Ich würde das Ganze aber nochmal unterteilen und zwar einmal in diesen medizinischen Bereich, den wir typisch in den Apotheken bekommen, und zum anderen haben wir das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Da wollen wir vielleicht häufiger oder fast täglich ran. Deswegen würde ich die in dem Fach ein bisschen weiter oben ansiedeln, dass wir da leichter rankommen. So, mit der Küche wären wir jetzt fertig. Machen wir uns ans Badezimmer. Ein kleiner, feiner Raum auf knapp 1 Quadratmeter befindet sich hier alles, was wir unsere tägliche Beauty-Routine brauchen. Natürlich ist der Stauraum hier ein bisschen begrenzt, aber nicht unmöglich, denn ich habe ganz viele Tipps und Tricks, wie wir hier die Flächen nutzen können. Damit wir unseren Stauraum im Carrado Wohnmobil vergrößern, müssen wir die Vertikale nutzen. Die Vertikale ist ein Platz, an den wir gar nicht so oft denken, aber wir können das hervorragend tun, indem wir Organizer einfach an Wände oder an Türinnenseiten kleben. Und ein zweiter wird benutzt, um ihn im oberen Bereich ein bisschen weiter nach hinten anzubringen. Das ermöglicht uns, eine zweite Ebene zu kreieren, sodass wir hier einen begrenzten Stauraum haben. Das gibt uns nämlich ein bisschen mehr einfach auch Stabilität, wenn wir große Sachen wie Nagelfeilen und Co. da drin sortieren. Und wir haben hier vorne dran nochmal eine extra Abstellfläche, die wir zusätzlich nutzen können. Schön mittig über die Scharnierung. Schön festdrücken. Dann können wir nämlich zum Beispiel unsere kleinen Beauty-Produkte hier unten hinstellen. Und hier oben haben wir nochmal eine Ebene. Und somit haben wir den doppelten Platz. Ich persönlich liebe ja den Materialmix. Das bedeutet, wir wechseln uns ab zwischen zum Beispiel Kunststoff, Metall oder auch mal Seegras. Der hier hat auch noch einen Henkel. Das bedeutet, Colette könnte den zum Beispiel einfach auch mal nehmen und zum Beispiel mit nach draußen nehmen. Ich finde, dieses Körbchen eignet sich hervorragend für alle Haarutensilien von Colette. Und so ist alles praktisch verstaut. Dieses Körbchen sieht richtig schick und wohnlich aus. Und ich finde, es passt super gut hier ins Badezimmer. Durch den Henkel können wir das ganz einfach hier oben hinhängen. Noch eine weitere Sache gibt's, denn den Spiegel können wir nämlich auch benutzen. Beim Organizing reden wir ganz oft von einer Nutzungsfrequenz. Bedeutet also, dass wir die Sachen dort aufbewahren, wo wir sie auch tatsächlich verwenden, denn dann sind wir ganz einfach am schnellsten. Und deswegen kommen die Zahnbürsten auch hier einfach mit einem kleinen Klebepatch direkt hier an den Spiegel. Perfekt. Schön. Alles hat seinen Platz, die Sachen sind kategorisiert und wir sind fertig mit dem Badezimmer. Schaut euch diesen Schlafbereich und die ganzen Kleiderschränke an. Wir haben hier echt viel Stauraum, aber ihr könnt euch daran erinnern, Colette und Axel hatten aber auch wirklich sehr viel Klamotten. Dafür gibt es ganz tolle Möglichkeiten, wie wir denen ein bisschen mehr Luft und ein bisschen mehr Platz wiedergeben. Und deswegen starten wir auf der ersten Seite mit den Kleiderbügeln, denn da gab es ein ganz schönes Sammelsurium. Aber das kann man besser machen. Hand aufs Herz. Habt ihr zu Hause auch einen Mix an bunten und verschiedenen Kleiderbügeln? Vermutlich die meisten. Aber keine Sorge, denn das könnt ihr ganz einfach austauschen. Denn statt ein Sammelsurium könntet ihr euch zum Beispiel einheitliche Samtbügel holen. Und das hat viele, viele Vorteile. Denn erstens sind sie ganz schmal und gerade das brauchen wir im Wohnmobil. Wir brauchen viel Platz. Und wir sind natürlich mit unserem Wohnmobil in Bewegung. Und die Samtbezüge schützen nämlich nochmal unsere kleinen Schuhe davor, da eventuell runterzufallen. Deswegen werden wir jetzt einfach alle Bügel austauschen und die neuen verwenden. Jetzt kann man noch so ein bisschen schauen, dass wenn wir das einsortieren, wir das schon mal nach Kategorien machen. Die Hosen zusammen, die T-Shirts zusammen. Die Kleiderstange ist jetzt optimal ausgenutzt, aber wir haben ja noch das Problem mit der saisonalen Kleidung. Dadurch, dass ja hier das ganze Jahr über drin gekämmt wird, muss die Kleidung, die aktuell nicht in Verwendung ist, anders verstaut werden. Dafür habe ich eine Lösung.
Im Falle von Axel und Colette haben wir Bettwäsche, die sie zum Wechseln benötigen, oder Kleidung, die sie aktuell saisonal nicht tragen. Damit sie viel mehr Stauraum haben, packen wir diese ganz einfach in Vakuumbeutel und ziehen die Luft raus. Und auch wenn man keinen Staubsauger zur Hand hat, gibt es so ein kleines Handgerät. Damit kann man auch die Luft einfach rausziehen. So, perfekt. Jetzt haben wir ein kleines, schönes, kompaktes Päckchen und der Inhalt ist super gut vor Umwelteinflüssen geschützt. Die Vakuumbeutel sind jetzt schön am Boden verstaut und das Tolle ist, die sind jetzt richtig platt und sie nutzen durch ihre Länge die gesamte Tiefe des Schrankes aus. Richtig gut, denn wir müssen jeden Zentimeter hier perfekt nutzen. Genauso wie mit diesen Oberschränken hier. Die haben eine ganz schöne Höhe. Außerdem hinten ist es auch noch abgerundet. Macht es natürlich super schwer, dafür die perfekten Boxen zu finden und den Platz super gut zu nutzen. Aber für alles gibt es eine Lösung. In dem Fall nämlich weitere Regalböden. Und dafür habe ich diese Klebeträger mitgebracht. Die klebt man ganz einfach auf die Seite ein, kann dann diesen Regalbodenträger draufsetzen und hier liegt dann das Brett auf. Wenn man Sachen hat, die nicht ganz so schwer sind, halten die das auf alle Fälle aus. Schwere Sachen würde ich dann vielleicht doch eher anschrauben. Perfekt! Einfach eine zweite Ebene geschaffen. Jetzt kann man hier oben was ablegen, hier unten. Man braucht keine großen Türme bauen. Und dafür habe ich auch noch einen Tipp. Für Colette und Axel müssen viele Kleidungsstücke organisiert werden, da sie ja das gesamte Jahr über unterwegs sind und somit sowohl Sommer- als auch Winterkleidung in ihrem Wohnmobil aufbewahren. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist das vertikale Falten. Das Problem dabei ist immer, dass dieser Turm immer ein bisschen wackelig ist und wenn ich vielleicht genau an dieses T-Shirt möchte, sieht danach der Stapel nicht mehr schön aus. Und deswegen empfehle ich solche kleinen Boxen. Wichtig ist, dass sie perfekt in die Oberschränke reinpassen. Beim vertikalen Falten gilt es darauf zu achten, dass wir die Kleidungsstücke genauso breit falten wie die Box, damit wir den Platz perfekt ausnutzen. Eigentlich falten wir die T-Shirts relativ normal, wie wenn wir sie aufeinander falten, nur dass wir sie öfters umschlagen. Zweimal. Und ein drittes Mal. Jetzt haben wir ein kleines, kompaktes Päckchen, was wir hier reinsetzen können. Und wenn wir dann die ganze Kiste gefüllt haben, können wir ganz einfach von oben das jeweilige Kleidungsstück rausziehen, ohne dass gleich der ganze Turm umfällt. Viele Leute glauben, dass beim vertikalen Zusammenlegen mehr Falten entstehen. Das stimmt aber nicht, denn die Falten entstehen durch das Gewicht von den Teilen, die darüber liegen und mit ihrem Gewicht nach unten pressen. Schön! Oh, wir haben so viel Stauraum gewonnen. Es ist jetzt wirklich so viel in diesen Oberschränken untergebracht und wir haben trotzdem noch ein bisschen extra Platz im Kleiderschrank. Machen wir uns ans nächste. Das hier ist ein Teil der PET-Flaschen, die wir aus dem Wohnmobil von Colette und Axel herausgeräumt haben. Und was fällt uns natürlich dabei auf? Sie verbrauchen Unmengen an Platz. In Deutschland haben wir ein Pfand da drauf, in einem anderen Land vielleicht nicht und können sie nicht zurückgeben. Also schleppen wir sie wieder alle mit uns nach Hause. Das klingt ziemlich umständlich, oder? Und ist auch nicht wirklich praktisch. Aber dafür habe ich eine Lösung. Es gibt nämlich diesen Wasserfilter aus dem Carrado Zubehörshop und der ist einfach genial. Der schafft reines Wasser wie zu Hause aus der eigenen Leitung. Denn er filtert Bakterien raus, wie zum Beispiel E. coli. Außerdem hilft er, unangenehme Gerüche und Geschmäcker und sogar Verfärbungen aus dem Wasser zu filtern. Und man kann das Wasser direkt aus der Leitung genießen und damit sein Essen zubereiten. Dann widmen wir uns mal dem Herzstück eines Wohnmobils, die Garage. Das ist unser Stauraum. Hier muss wirklich alles rein, was wir noch für Freizeitaktivitäten benötigen, zum draußen essen, Campingstühle, Campingtische und natürlich ganz viel Kabel, Leitungen. Wollen wir doch mal schauen, was Colette und Axel da alles drin haben. Denn das Fassungsvermögen von so einer Garage hier ist schon ganz schön ordentlich.
Die erste Sache, die mir auffällt, es gibt ja eine zahlreiche Fülle an speziellen Gadgets fürs Camping. Also Sachen zum Beispiel, alles irgendwie in Miniaturgröße oder Sachen, die nochmal extra weniger Platz nehmen. Zum Beispiel eine Sache, nämlich der Wasserschlauch. Der ist natürlich in der Größe ganz schön sperrig. Und dafür gibt es eine Lösung. Statt dem großen Schlauch kann man nämlich solche Schläuche verwenden. Das Schöne an denen ist, die schrumpfen wirklich auf eine relativ kleine Größe zusammen. Wenn dann Wasser durchläuft, vergrößern sich die ganzen Schläuche und man hat wieder einen großen Schlauch, so wie den. Man braucht noch nicht so viel Platz dafür. Ich liebe Kabelbinder. Aber das Besondere an diesen ist, die sind wiederverwendbar. Man drückt da nämlich einfach drauf und dann kann man das Ganze auch wieder öffnen. Super easy und man hat keinen Abfall. Den hier hat wahrscheinlich auch fast jeder zu Hause. Aber das Problem ist, der ist natürlich relativ groß und nimmt viel Platz weg. Dafür gibt es ganz spezielle Camping-Gadgets. Einfach Stangen, die man ineinander schraubt. Und ganz ehrlich, wie oft am Tag wischen wir wirklich unser Wohnmobil aus? Wahrscheinlich nicht ganz so oft und deswegen finde ich, ist das eine ganz tolle Alternative, um Platz zu sparen. Hier habe ich den beiden auch schon mal eine kleine Box gepackt. Da sind dann die verschiedenen Aufsätze drauf und der Kopf für den Wischer und hier die Stangen. Dann haben beide alles parat, wenn sie drinnen sauber machen wollen. Zum Abschluss müssen wir noch ein paar Kleinigkeiten verstauen. Das haben die beiden mit diesen Kisten schon ganz gut gemacht, aber wir haben hier vorne einen tollen Platz, wo wir eine große Werkzeugkiste machen können. Und das Schöne ist, die ist transparent. Deswegen packe ich die Sachen jetzt mal zusammen und dann geht es wieder ins Einräumen. Jetzt ist alles schön organisiert. In dieser Box befinden sich alle Werkzeuge und alles an Kleinkram für kleine Reparaturen. Alles hat seinen Platz an Haken und Gurten und alles ist schön festgezurrt, dass alles sicher verstaut ist während der Fahrt. Mit der Garage sind wir fertig. Ich finde, das Ergebnis kann sich absolut sehen lassen. Ich bin gespannt, was Colette und Axel dazu sagen. Aber drin gibt es auch noch einiges an Arbeit. Wir haben jetzt schon echt viel geschafft. Ich werde so langsam nervös und ein bisschen aufgeregt, was Colette und Axel zu der Überraschung sagen werden. Aber vorher werde ich dem Ganzen noch ein kleines bisschen meine Handschrift verleihen und darf mich um mein persönliches Highlight kümmern, das Dekorieren. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal für mehr Tipps rund ums Thema Ordnung und Organisation im Wohnmobil.